Wir haben in Rom die günstigste Unterkunft gebucht. Und zwar für 15 € pro Nacht. Was die Unterkunft bietet, ob sich das gelohnt hat und wie wir die Unterkunft bewerten, seht ihr jetzt. Noch ein Hinweis, bevor es losgeht, und zwar war die Reise im Oktober 2024, also nicht wundern, wenn die Haare gleich kurz sind. Wir sind angekommen an der günstigsten Unterkunft. Deine Einschätzung bis jetzt? Digga, ich habe keine Ahnung, hier sind ganz viele Bäume, viele blaue Lichter. Ich kann hier überhaupt noch nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, ob der uns einfach irgendein Zelt gebucht hat oder ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin auf jeden Fall sau gespannt. Ich bin auch saumüde, die letzten Tage waren richtig hart. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, ich erkenne nicht so richtig was hier. Es sind nur Bäume und blaue Lichter. Der Kollege ist auf jeden Fall nicht informiert worden, was ich hier überhaupt gebucht habe. Ich habe einfach nur das günstigste gebucht und ja, sehen werdet ihr gleich. 50 bis 58, 45, 72, 30. Da ist es. Natürlich. So, Lachs. Aber bevor es jetzt in das Zimmer geht, zeige ich euch noch, wo wir überhaupt gelandet sind. Wir sind nämlich auf einem Campingplatz am Rande von Rom. Hier gibt es unter anderem eine Pizzeria, Zeltplätze, einen Pool, aber auch alles von Ferienwohnungen bis hin zu Ferienhäusern mit eigenem Pool. Außerdem gibt es hier noch einen Tierpark und am Ende des Campingplatzes auch noch ein Steakhouse. Aber jetzt geht's zurück zum Zimmer. Here we make the sleeping. Das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Och, Junge. Doch, Junge. Was ist das denn, ey? Was willst du machen? Was willst du denn jetzt machen? Schlafen. Ja, gut. Also, ich geb kurz die Tour. Roomtour. Bett, nichts mehr. Doch, ein Regal. So, Kinders, da machen wir die Full Room Tour. Wo fangen wir an? Wir haben ein Licht drin. Wir haben draußen Stufen. Hier ist auch ein Licht, aber ich weiß nicht, wie es angeht. Wir haben natürlich einmal hier einen Lichtschalter, eine Steckdose. Dann hier einmal ein Aufhänger für die Klamotten, Jacken, wie auch immer. Wo hier einmal ein Aufhänger fehlt. Mich haben wir auch. Mario haben wir auch. Hier haben wir einmal Toilettenpapier. Ein Ablage. Dann kommt das erste Bett. Das zweite Bett. Ein Regal und ein volles Regal. Das ist die komplette Roomtour. Ich mache auf jeden Fall mal die Tür zu, weil es zieht schon kalt hier rein. Ja, okay. Mach das. Die Heizung hast du vergessen, mein Freund. Ach so. Jetzt haben wir den wichtigsten Punkt. Die Heizung. Oh, doch gleich mal probieren. Tatsächlich mal anfangen. Würde ich auch. Weil es ist tatsächlich nicht warm hier drin. Deswegen brauchen wir ein kleines bisschen Wärme, dass wir wenigstens ein paar Stunden Schlaf bekommen. Deswegen würde ich Heizung sagen. Machen wir doch mal. Alter, der 3 Olgas. Wir haben einmal. Sorry. Geil. Hier steht 300. Dann steht hier 1 und 2 sind 600 und 2 sind 300. Okay. Okay. Der obere geht schon mal nicht. Der obere wird wohl nicht gehen. Und hier steht noch ein Thermostat. Also das können wir noch hochdrehen. Oder können das runterdrehen. Ich drehe es mal auf voll. Gucken wir mal, ob die Heizung geht. Neben der Heizung haben wir natürlich noch ein wunderschönes Fenster. Mal hier aufmachen. Hier aufmachen. Dann hier mit so einem Sichtschutz. Ja. Ja, guck mal, was reinkam direkt, als du aufgemacht hast. Wir haben direkt Besuch bekommen. Ja, wir haben so oder so viel Besuch hier drin. Ja. Wo wir darauf zu sprechen bekommen gerade ist, hier oben zum Beispiel sind Spinnweben zu sehen. Da oben sind Spinnweben zu sehen. Da oben sind Spinnweben zu sehen. Da sind Spinnweben zu sehen. Ah, überall. Aber es sind überall Spinnweben. Ach, wir haben so oft im Wald gepennt und haben Overnighter gemacht. Wir waren über eine Woche in Schweden, Outdoor. Da machen die paar Spinnen jetzt auch nichts. Ja. Also ich bin kein Spinnenfreund, überhaupt nicht.
So diese fetten schwarzen Brecher, boah, ist gar nicht mein Ding. Aber einfach Mindset umstellen und dann passt es schon. Update, die Heizung heizt. Das ist doch schon mal super. Zwar nicht auf voller Stufe, weil die Hälfte davon anscheinend nicht geht, aber warm ist warm. Nachdem wir euch jetzt das riesige Zimmer gezeigt haben, geht's jetzt an die Sauberkeit. Also wer genau hingeguckt hat in dem Video, hat vielleicht hier schon mal diesen Streifen gesehen. Ist das vielleicht Schimmel? Also, ich frag ja nur. Ja, das ist schon mal... Schimmel ist klar so, aber wenn du die Hütte doch sauber machst, wenn hier ein neuer Gast reinkommt, musst du ja neu beziehen, dann kannst du doch einmal im Monat drüber waschen oder so, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie die Putzverhältnisse so sind, aber es ist einmal drüber wischen, weg. Also zumindest das, was man oberflächlich da sieht. Ja, genau. Also sauber gemacht wird anscheinend nicht so. Oh, da hinten. Du musst jetzt mal überlegen, diese Ecke da hinten, das hängt ja seit Minimum 2-3 Monaten oder länger. Ja. Vorher bildet sich das ja so nicht in dem Ausmaß. Das finde ich halt immer ein bisschen strange. Ja, hier mache ich mal kurz den Swiper. Du bist schon ins Holz eingezogen. Es ist einfach festgewachsen. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir zum Beispiel... Ist das Spachtelmasse? Ist das Wachs? Du hast es angefasst. Das ist Kaugummi, so wie es aussieht. Ist Kaugummi? Ja, das du auch. Hier hast du auf jeden Fall, habe ich noch mal was entdeckt. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Hier, ansatzweise, hier. Also ganz viel so anfänglicher schwarzer Schimmel. Also. Meinst du, das Brett ist irgendwie rausgerissen oder so? Hier die Verarbeitung, also das ist halt in die Wand reingespackst. Anstatt das ins hintere Brett mit richtig reinzuschrauben, naja, ist egal. Ich meine, wir haben eine Hütte für unter 15 € mitten im Wald. Was willst du erwarten? Hier ist ein Nagel zum irgendwas aufhängen. Also man sieht auch, dass da was gehangen hat, aber es hängt nicht mehr. Das war ein Adler. Er wollte frei fliegen. Also ich habe eben zu Luca gesagt, als die Kamera nicht lief, dass ich tatsächlich lieber am Wald auf dem Boden pennen würde. Einfach aus dem Grund, die Hütte an sich ist gar nicht das Problem, aber wir hatten jetzt 2 Unterkünfte. Einmal die erste, die mit dem Schimmel, aus der wir wieder abgehauen sind, und die zweite Unterkunft, die einfach insgesamt, viele Sachen nicht gezeigt, einfach nicht so wirklich geil sauber war. Und jetzt sind wir halt hier, Hütte geil, Wald geil, alles cool, aber diese Wäsche, die hier liegt, also diese Bettwäsche, das ist einfach unangenehm, wenn man den Preis überlegt, was wir nur zahlen dafür und wie dreckig insgesamt alles ist, habe ich wenig Bock, mich da drauf zu legen. Ich würde mich lieber auf den Boden legen und so vom Feeling her einfach, weil dieser Dreck von Menschen, das ist einfach nicht so mein Ding irgendwie. Ein paar Sekunden später. Also, ich sag dir, wie es ist. Du liegst komplett auf Federn und auf Holzbrett. Komplett volle Möhre. Mein Arsch liegt komplett auf dem Holzbrett. Volle Möhre. Schultertest. Ja, Holzbrett. Direkt. Das ist 2 cm Matratze hier durchgelegen. Ich will mich auf das Kissen jetzt auch nicht drauflegen. Ich muss da irgendwie meine Jeans drauflegen oder so als Zwischenschutz. Liegetest war aber zu erwarten, ganz ehrlich. Kissen sieht sauber aus. Ist halt nur voll nass. Ich will eigentlich gar nicht reingucken. Boah, ich hätte es auch lassen sollen. Also, wenn man hier hinguckt, das hat auf jeden Fall seine Flecken. Also hier und hier und... Ja, aber guck dir mal den Weißvergleich an, von innen nach außen. Ist egal. Halb so wild. Ich will es nicht weiter auspacken. Wir wissen alle, woraus es hinausläuft. Das ist jetzt einfach so eine Decke quasi. Ja, so ein... Nicht Spannbettlaken, sondern Bettlaken halt. Was ist das? Ist das Blut? Ein Haar? Ja. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht weiter auseinandernehmen, ehrlich gesagt. Die Decke hier ist auf jeden Fall geistig warm, glaube ich. Ich nehme jetzt die einzelnen Schichten nicht auseinander. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft, wie viel Dreck wir finden werden. Deswegen. Also die Unterseite von der Matratze sieht eigentlich... Hörst du das Knistern? Fast okay aus. Von den Federn? Ja, hört man nicht so richtig wahrscheinlich. Ja. Das sieht doch fast okay aus, würde ich sagen. Genau.
es geht auf jeden Fall deutlich schlimmer. Also es ist auf jeden Fall eklig, keine Frage. Haare, Blut, keine Ahnung. Ich leg das jetzt so nach hinten irgendwie. Dann würde ich das hier noch weiter hochziehen. Unabhängig vom Zimmer zählt aber auch zur Ausstattung des Campingplatzes die Pizzeria, eine Bar, ein dorfeigener Markt, ein Waschsalon, ein eigener Disco-Club, das eigene Fitnessstudio, der Pool, ein Beachvolleyballplatz, eine Küche, die man auf dem Campingplatz benutzen kann und ein Tierpark. Aber auch am Ende des Campingplatzes das Wild West Steakhouse. Und das zeige ich euch jetzt. Ambiente hier, ohne Scheiß, 10 von 10. Das ist so geisteskrank. Du musst dir diesen Ofen gleich mal angucken. Oder soll ich da reinsammeln oder dich? Was soll ich machen? Du bist der Regisseur. Ich schmeiß es so einfach mit rein. Auf jeden Fall, hier ist ein Ofen. Der ist locker 4 Meter mal 2 Meter. Und die schmeißen da Bäume rein. Den musst du jetzt unbedingt gleich angucken. Und eine riesen Fleischtheke. Auf das Ganze alles. Wie krass das aufgebaut ist. Nach dem Steak in diesem wirklich einzigartigen Steakhouse kommt vor der Bewertung noch einer der wichtigsten Punkte. Ich will euch natürlich nicht die Toilette enthalten und die Dusche. Und deswegen geht's jetzt hier rein. Auf den ersten Anblick gar nicht mal so cool, tatsächlich. Hier fehlt der Spiegel. Hier, das ist ein bisschen schlecht verarbeitet. Steckdosen gibt es hier auch. Ist ein bisschen draußen. Rost. Die Duschen, die sind sehr dreckig. Hier auch. Die Wand kaputt. Hier läuft die ganze Zeit das Wasser. Kann aber auch sein, dass keiner zugedreht hat. Komplett auf 8:30. Hier gibt es keinen Klositz. Boden ist dreckig. Hier gibt es eine Tür, aber kein Türschloss. Dann kommen wir zur nächsten Kabine. Jetzt zieht die Wand rein, Alter. Hier gibt es aber auch keine Tür und auch keinen Klositz. Doch, hier gibt es einen Klositz. Ja, aber du hast hier Dann nirgendwo kommen wir welche. hier. Keinen Klositz. Dafür gibt es hier ein Schloss. Da fehlen mir die Worte. Das ist einfach wild. Muss man sagen. Abschließend kommen wir dann einmal zur Bewertung der günstigsten Unterkunft von Rom. Aufgeteilt wird das Ganze in 5 Kriterien, und zwar die Ausstattung, der Service, die Verpflegung, die Sauberkeit und schlussendlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Schauen wir uns als erstes die Ausstattung an. Hier ist das Zimmer relativ eingeschränkt gewesen, einfach nur die 2 Betten plus die Heizung, die zum Teil nicht geht. Außerdem waren wir leider außerhalb der Saison da, weshalb am Campingplatz so gut wie nichts offen war, abgesehen von der Rezeption und dem Wild West Steakhouse. Deshalb gebe ich hier nur einen 3 von 10. Den Service würde ich hier bewerten als 5 von 10, also einen durchschnittlichen Service. Die Mitarbeiter waren schon echt nett, aber hervorragend würde ich es auch nicht nennen. Kommen wir dann zur Verpflegung. Hier ist eigentlich ganz cool, dass man auf dem Campingplatz sowohl eine Pizzeria hat, als auch einen eigenen Markt, aber auch das Wild West Steakhouse. Die ersten beiden waren allerdings zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, leider nicht offen, aber das Steak in dem Wild West Steakhouse und das Ambiente war phänomenal. Deshalb gebe ich hier eine 7 von 10. Dann kommt der Punkt, den wir uns am ausführlichsten angeschaut haben, und zwar die Sauberkeit. Haare im Bett, Blutflecken, Schimmel, Toiletten, die nicht sauber sind. Also hier muss man auf jeden Fall unterdurchschnittlich bewerten, aber dadurch, dass es ein Campingplatz ist, gehe ich halt auch von ein bisschen Dreck aus. Deswegen gebe ich hier noch eine 3 von 10. Betrachten wir das Preis-Leistungs-Verhältnis, gebe ich hier auf jeden Fall eine 7 von 10. Für 15 € die Nacht ist dieses Zimmer echt gut. Wäre das Bad jetzt noch sauber gewesen, hätte ich hier deutlich mehr Punkte gegeben. Schlussendlich kommen wir dann zusammengerechnet auf ein Endergebnis von 5 von 10 Punkten. Also bekommen wir für 15 € die Nacht in Rom eine durchschnittliche Unterkunft. Wollt ihr aber überdurchschnittlich guten Reisecontent sehen, abonniert gerne den Kanal oder klickt hier auf das neueste Video.